Hi, hier ist Bleep Track mit Work in Progress 2 und heute geht's um die nächsten Schritte am Beetlespot-Generator, die fertig gebrannten Töpfersachen, den Herbstanfang und Wolle. Viel Spaß! Jo, dann schauen wir mal, was seit dem letzten Mal beim Generator dazugekommen ist. Die ganzen Einstellungen für die Parameter waren ja schon vorhanden. Im Großen und Ganzen sind zwei Sachen neu. Einmal gibt es hier die Funktion Cycle Bug. Die läuft ein bisschen im Parameter-Space umher. Das heißt, der Parameter des Käfers wird immer leicht verändert und dann wird er einfach neu gezeichnet. Können wir einfach mal ausprobieren. Das sieht dann so aus. Fast schon ein bisschen wie so eine kleine Morph-Animation. Und man sieht schon, es läuft alles andere als flüssig, weil das Berechnen von so einem Käfer einfach doch immer irgendwie ein bisschen viel Zeit in Anspruch nimmt. Und warum das manchmal schneller geht und manchmal langsamer, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Scheint irgendwie am Rechner und am Browser zu liegen, je nachdem. Aber es ist sehr witzig, dem zuzugucken, vor allem wenn es mal ein bisschen länger läuft. Und wenn man es anhält, dann in dem Moment wird auch dann der Hintergrund neu gezeichnet. Wenn ich den die ganze Zeit neu zeichnen würde, dann flackert das ungemein und das ist dann doch eher unangenehm zuzugucken. Damit das funktioniert und damit auch später die T-Shirt-Print-Sache ordentlich funktioniert, musste ich im Code einiges restrukturieren. Ich musste, also ein Käfer ist in einer Klasse abgebildet und ich habe mehrere Methoden bzw. in JavaScript Funktionen geschrieben, die die Parameter zufällig setzen können, beziehungsweise die dann eben auch reproduzierbar gleich den Käfer wieder erzeugen können, wenn der Seed richtig ist. Und das musste ich jetzt nochmal wirklich alles sehr gut in eine Klasse kapseln. Und es war recht viel Umstrukturierung. Das ist nichts, was man hier sieht, aber der Code ist dadurch jetzt deutlich besser geworden. Was ich außerdem gemacht habe, das müsste man jetzt eigentlich mal in einem Bild-zu-Bild-Vergleich machen, ist ein bisschen schwierig. Bisher waren die Hintergründe und die Flügelzeichnungen recht pixelig. Generieren wir mal einen neuen. Hier, der ist schöner. Der ist sogar richtig witzig. Und jetzt sind die Hintergründe und die Flügel deutlich schärfer. Das Problem ist, ich zeichne das hier mit P5.js. Das ist so ein Processing Fork also in JavaScript. Und ich zeichne den Hintergrund und die Flügel praktisch in eine neue Ebene, in ein neues Bild und dabei, das sind ja eigentlich Pfade und dabei werden die gerastert. Und bei dem Rastern, ich habe keine Ahnung warum und es ist auch ein Issue bei GitHub, der eigentlich resolved ist und zu tief habe ich dann auch nicht gebuddelt, aber das pixelt ganz furchtbar. Und was ich eben jetzt mache, ist, ich erzeuge die Bilder für die Flügel und für den Hintergrund in doppelter oder überdoppelter Größe und rechne die runter und dadurch sieht man eben diese Verpixelung jetzt einfach nicht mehr so schlimm. Und das Problem ist, ich muss die Bilder ja recht groß erzeugen zum T-Shirt-Druck, viel größer als hier, sonst funktioniert es ja auch nicht, weil ein pixeliges Bild auf dem T-Shirt bringt ja keinem was. So, jetzt gucken wir uns wirklich mal die T-Shirt-Sachen an. Momentan kann man klicken und zwei Designs auswählen. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, wie diese T-Shirts später aussehen sollen, deswegen gibt es zwei. Später sieht man dann hier auch noch schematisch zumindest, wie das Design dann aussieht mit einer kurzen Beschreibung. Jetzt gucken wir uns mal das erste an. So, Klick und das dauert jetzt ein bisschen. Da muss noch ein Spinner hin oder irgendwas, damit einem klar ist, dass es auch wirklich funktioniert und man nicht einfach denkt, die Webseite hat sich aufgehängt oder irgendwas. Dann startet hier der Shop von Spreadshirt und das ist eben die erste Variante. Das ist eben einmal der Käfer mit dem Hintergrund als Balken. Und genau, ich berechne das jetzt eben auch tatsächlich groß genug, dass man es auf die komplette T-Shirt-Seite füllend drucken lassen könnte. So, das ist die erste Variante. Jetzt kann man zurückklicken und landet auch wieder bei seinem Käfer. Es wird kein neuer erzeugt, das war am Anfang auch so. Jetzt können wir uns mal noch die zweite Variante anschauen. Design 2, die dauert noch länger, weil das jetzt ein Grid ist mit mehreren Käfern, die eben alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und ja, das dauert tatsächlich etwas länger. Stellen Sie sich hier Jeopardy-Musik vor. So, fertig. Genau, dann lädt wieder Spreadshirt, das dauert alles irgendwie ewig. Vielleicht
Ja, das Problem ist, ich kann den Spreadshirt-Job, dem übergebe ich praktisch... Huch, das ist irgendwie ein bisschen weird. Dem übergebe ich praktisch die... Und wir haben direkt einen Bug gefunden, das ist ja blöd. Was ich sagen wollte, ist, dem Spreadshirt-Shop übergebe ich praktisch die URL des Bildes und damit kann ich den starten. Was jetzt ein bisschen komisch ist, ist, dass der Käfer rot ist, obwohl er eigentlich eher orange war. Das ist ein bisschen komisch, das muss ich mir nochmal angucken, das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Blöd. Na gut, was auf jeden Fall hier Sinn der Sache ist, in der Mitte ist dann der Käfer, den man sich ausgesucht hat. Nach oben und unten verändert sich die Form des Käfers und zwar immer mehr. Also der Abstand im Parameter-Space wird nach oben und unten immer größer. Nach links hier ist es praktisch wie in der zweiten und dritten, vierten, oh Gott, Reihe. Also im Endeffekt haben die hier alle Abstand 1, sozusagen, die haben Abstand 2, was die Form angeht. Das Flügelmuster kriegt jeder ein zufälliges. Und dann gibt es einen Farbverlauf von links oben nach rechts unten für die beiden Hauptfarben des Käfers. Nachdem Rot ist halt ein relativ großer Bereich auf diesem Farbzyklus. Deswegen sieht man das jetzt hier eher, dass es nur nach Gelb rutscht. Aber was wir mal machen können ist, wir lassen den Seed so und gucken uns einfach mal direkt das Bild an, was generiert ist. Dazu kann ich sagen, T-Shirt ist das zweite Design. Das ist auch genau das, was der Shop im Endeffekt macht. Der ruft dann halt diese URL auf und speichert sich das dann als Bild runter. Das dauert eben auch einen Moment. Genau, jetzt können wir es nämlich mal ein bisschen in Größe anschauen, wie es ausschaut. Genau, okay, der Käfer ist jetzt aus irgendeinem Grund rot. Also irgendwas ist mit den Farben noch nicht ganz richtig offensichtlich. Ja, muss ich nochmal reingucken. Na gut. Genau, ich kann das jetzt auch neu laden. Und da wird jedes Mal ein anderes rauskommen. Im Gegensatz zum Design 1, das ist statisch, das wird sich nicht verändern, aber Design 2 hat eben auch selbst nochmal Zufallsparameter eben einfach mit drin. Aber es sieht recht hübsch aus. Wir können uns das vielleicht nochmal bei einem anderen Käfer angucken. Irgendeiner, der auch ein bisschen spannend ausschaut. Der hier ist schon wieder ein roter. Ich will ein bisschen andere Farben haben. Nehmen wir mal den hier. Nee, Quark. Das ist natürlich blöd. Nochmal ein. Oh, so grell. Ja, der hier. So, Permalink generieren und dann T-Shirt 2 dazu hängen. T-Shirt gleich 2. So, dann gucken wir uns den nochmal an. Genau. Da sieht man den Farbverlauf jetzt tatsächlich auch gar nicht so gut, weil die Farben schon sich fast schon gegenüberliegen in dem Farbzyklus, den man so hat. Deswegen ist der Verlauf gar nicht so gut. Kommen aber ziemlich witzige bunte Käfer bei raus. Machen wir vielleicht noch mal einen kurz. Genau, der ist super. Der ist sehr einfarbig. Da müsste man den Farbverlauf jetzt auch noch mal sehr schön sehen. Oh Mann, T-Shirt 2. Oh Mann, vertippt. Alles klar. Jetzt. Schauen wir da nochmal rein. Genau hier, jetzt sieht man sehr schön den Farbverlauf. Das ist unser ursprünglicher Käfer. Da passen die Farben eben auch nicht ganz. Okay, da muss ich wirklich nochmal gucken. Genau, und jetzt ist der Farbverlauf von grün nach pink. Und mir gefällt die Ästhetik eigentlich ganz gut, weil man sucht sich ja einen Käfer aus und die Käfer sind dem dann alle noch relativ ähnlich. Manche oben und unten, dann auch schon mal irgendwie doch ein bisschen anders für die Abwechslung einfach. Aber an sich wandert man schon um diesen Käfer rum, was die Parameter angeht. Flügelpattern sind immer spannend, finde ich. Da kann man auf jeden Fall immer irgendwas Zufälliges nehmen. Und der Farbverlauf macht es halt ästhetisch dann auch eigentlich immer ganz schön anzugucken. Vor allem, wenn man Käfer hat, die relativ einfarbig sind, da kommt das irgendwie immer noch viel besser raus. So, genau, was sind also noch jetzt die nächsten Schritte? Den gerade eben erwähnten Bug angucken, warum die Farbe nicht ganz passt. Und dann muss das hier halt noch hübsch werden. Und vermutlich werden die ganzen Parameterauswahlsachen hier nach rechts rüber wandern, damit man immer ordentlich den Käfer sieht und dann nebendran die Parameter verändern kann. Das wird vermutlich die bessere Lösung sein.
Und letzter Punkt beim Beetle Spot. Ich habe oft das Problem, wenn ich mit dem Stiftplotter unterwegs bin und eben die Käferplots mache, dann haben die Leute immer das Gefühl, es geht um diesen Stiftplotter und nicht um die Käfer. Und klar, ich kann ein Schild aufstellen, das erklärt, was ich da tue. Das bringt aber meistens nicht viel. Deswegen habe ich mir jetzt von Pimoroni ein Hyperpixel 4 Display geholt, das man einfach oben auf den Raspberry Pi aufstecken kann als kleinen Monitor. Und dann kann ich da einfach alle paar Sekunden einen neuen Käfer generieren und ein bisschen Text anzeigen und das einfach ganz klein und niedlich neben den Plotter stellen. Dazu möchte ich mir noch ein kleines Holzgehäuse fräsen demnächst. Dann kommen wir zum nächsten großen Punkt. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ich meine Töpfersachen gebrannt habe, den ersten Sprühbrand. Jetzt geht es ums Glasieren und den Keramikbrand. Ich mische meine Glasuren selber an. Dazu sollte man auf jeden Fall eine Feinstaubmaske tragen, weil die Glasuren zum Teil aus Schwermetallpartikeln bestehen. Die sollte man auf keinen Fall einatmen. Die Mischung an sich kann man fertig kaufen. Man kann auch fertig schon angemischte Glasuren kaufen. Die finde ich allerdings sehr unpraktisch. Die muss man mit dem Pinsel auftragen. Und die hier zum selber anrühren, die kann man auch tauchen, gießen oder sprühen. Das heißt, einfach den Beutel mit dem Glasurinhalt in eine Box geben. Im besten Fall rührt man sehr viel an und packt die dann gleich in den Eimer. Aber so viel brauche ich gar nicht. Deswegen habe ich immer so 2 Liter Boxen. Dann misst man die passende Menge destilliertes Wasser ab. Meistens steht es dabei, ansonsten ist 1 Liter eigentlich immer pro Kilo Glasur ein guter Anhaltspunkt und gießt das damit auf. Und da sich die ganze Sache nie so richtig vermischen wird, ist immer ganz wichtig, das Zeug zu schütteln, beziehungsweise wenn man es im Eimer hat, nimmt man so einen Bohrmaschinenaufsatz und Rührer und rührt das mindestens 5 Minuten, eigentlich eher viel länger. Oder man gibt ein sogenanntes Stellmittel dazu, das verhindert, dass sich Teilchen absetzen können. Ich habe dann immer noch so eine aufgeschnittene Plastikflasche als Gießer dabei, weil ich die Sachen, wie die Teller, die hier stehen, nicht tauchen kann. Die sind zu groß und ich habe ja nur diese kleinen Behältnisse, deswegen übergieße ich die immer einfach mit Glasur. Das geht genauso. Man muss je nach Glasur ein bisschen ausprobieren, wie dick die aufgetragen werden sollte. Und entsprechend gießt oder taucht man halt einmal oder beim Tauchen hält man das Tonstück einfach ein bisschen länger in die Glasur, damit es sich voller saugen kann. Wenn was an den Boden kommt, ist nicht schlimm, da darf später nichts bleiben, aber man kann es in dem Zustand auch einfach noch mit einem nassen Schwamm wieder abwischen. Und das ist rausgekommen nach dem Glasurband bei 1250 Grad. Sehr schönes Tellerset und besonders stolz finde ich auf den kleinen süßen Teepot hier mit Minztee aus dem eigenen Garten. Und gerade der Deckel ist ganz schön, weil sich da ein sehr schöner Verlauf in den Glasuren gebildet hat. Wir können generell mal ein bisschen näher an so eine Glasur rangehen, gerade an den Stellen, wo sich 2 Glasuren berühren. Die finde ich immer besonders spannend, weil sich da dann recht unerwartete Muster bilden können, wie hier diese blaue Schliere in dieser weiß-cremefarbenen Glasur. Und die machen die Stücke dann eben besonders einzigartig. Und nicht nur der Teepot ist schön, auch meine Sukkulenten freuen sich jetzt über einen großen Satz neuer Pflanztöpfe. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist der Herbst eingebrochen. Mein Keller ist jetzt mittlerweile voller Holz, damit ich über den Winter komme. Was ihr da seht, sind 8 Steher. Das reicht für mein Häuschen in etwa den ganzen Winter. Und das erste Feuer musste auch schon entzündet werden. Die Temperatur ist ja doch ganz schön arg gefallen. Woran erkennt man den Herbst noch? Naja, die Birnen fallen von den Bäumen. Und der Katze ist draußen einfach viel zu nass. Ja, komm. Komm her. Ups, ja. Rein. Herbst und dann schließlich der Winter bedeutet aber auch, dass ich wieder mehr mit Wolle mache. Und da kommt mir doch dieser Bettbezug voll Wolle entgegen, den ich geschenkt bekommen habe von Nachbarn. Die haben ihre Schafe geschoren und haben mir ihre Wolle einfach so schon gewaschen tatsächlich überlassen. Das ist wahnsinnig viel. Die ist sehr schön, so ganz normale Schafswolle. Ein Großteil davon wird an unseren Hacker Makerspace gehen. Da gibt es auch genug Leute, die gerne filzen oder spinnen. Und ich habe mein Spinnrad auch dem Makerspace übermacht praktisch.
weil es mir einfach ein bisschen zu groß war für die Wohnung. Und ich dachte mir, so ein elektronisches Spinnrad wäre ganz cool. Da braucht man einfach nur ein kleines Motörchen. Das Problem ist, die sind so teuer. Also die meisten, die ich gefunden habe, sind bei 800 Euro. Und deswegen dachte ich mir, ich baue mir vielleicht mal im Winter einfach eine eigene. Aber das kommt wirklich später. Das eilt jetzt noch nicht. Der Winter ist noch lang. Da habe ich noch Zeit für. Und zum Schluss, wie immer, das Sukkulenten-Update. Sie gedeihen prächtig. Und diesmal habe ich keine Frage für euch, sondern eine Ankündigung. Letztes Mal habe ich ja gefragt, ob man eher Patreon oder was anderes nehmen sollte. Und ich habe mich jetzt schlussendlich tatsächlich für Patreon entschieden, weil es wohl am gängigsten ist. Und ja, es gibt eine Patreon-Seite. Wenn euch die Work-in-Progress-Videos oder meine Lernvideos oder Bastelvideos oder was auch immer, Comics, Sketchnotes, Sticker, T-Shirts, was auch immer, Generative Art, ach, das ist so viel. Wenn euch irgendwas davon gefällt, wäre das sehr nett, wenn ihr mal bei Patreon vorbeischaut und da ein bisschen was da lasst. Das war's über die letzten 2 Wochen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schöne Wochen und bis dann. Ciao, ciao.